Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem dritten Teil unserer Flugplatzbegehung in Achmar. Wieder dabei ist der Linus. Der war natürlich das heißt nicht natürlich, der war im zweiten Teil auch schon dabei und ich habe gesagt, wir filmen den dritten Teil jetzt direkt im Anschluss, weil sonst hier nochmal wieder hinzufahren, hätte für mich jetzt keinen Sinn gehabt. Wir fangen direkt auch an mit der ersten Struktur und zwar haben wir hier noch einen Bunker und dieser Bunker ist wohl der Schutzbunker der Bauleitung hier quasi dieses Flughafens, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Schutzbunker, der hier an einem Barackenlager stand, das wird das Barackenlager des Reichsarbeitsdienstes gewesen sein, die diesen Flugplatz nun mal auch gebaut haben. Wo genau dieses Barackenlager jetzt hier stand, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ob das irgendwo hier vorne in dem Bereich war, das müsste man dann noch mal gucken. Aber wichtig ist, dass überhaupt dieser Bunker hier steht. Und den schauen wir uns jetzt mal eben an, was das hier zu sehen gibt. Der ist nämlich gar nicht so klein, sag ich mal. Reinkommen tut man da nicht. Es gibt aber, glaube ich, auch bei YouTube ein Video, wo da mal jemand sogar offiziell reingegangen ist. Irgendwie hat, glaube ich, jemand, der hier für den Naturschutz zuständig ist oder was, so ein Fledermaus-Mensch, glaube ich, der hat da mal gesagt, so, wir gehen da mal rein. Oder ich glaube, zumindest gibt es Bilder darüber bei YouTube. So, pass auf. Jetzt kommen wir hier. Jetzt gehen wir hier runter. Wir haben das ja oben schon gesehen hier, diese große Decke. Ich weiß auch nicht, inwiefern der gesprengt ist. Ich gehe da mal von aus, dass sie das mal gesprengt haben. Sonst stände der vielleicht noch ein bisschen besser da von außen. So, und hier haben wir den Eingang des Bunkers. Hier haben wir auch wieder ein Überdach. Zu der Seite haben wir eine Splitterschutzmauer, Splitterschutzwand. So, und dann geht das hier rein. Ah, guck mal hier, und mittlerweile hatte ich auch nicht mehr richtig vor Augen. Mittlerweile kommt man hier gar nicht mehr rein. Also diese Bilder, die ihr da letzten Endes dann bekommt bei YouTube, das sind dann wirklich die letzten Bilder überhaupt. Weil der Zugang hier ist jetzt nur noch möglich, indem man hier ja, das Teil eben aufbricht. Und ich kann nur jedem raten, das nicht zu tun, weil da gibt es eben auch nicht wirklich was drin zu sehen. Ne? Es ist halt einfach ein ganz kalter Schutzbau und das war's. Ja, soweit, so gut. Ich gehe noch mal eben auf die andere Seite hier dieses Bauwerks. Wir hier noch irgendwas sehen können. Vor allen Dingen die Sonne steht auch wieder schlecht darüber her. Ja, so sieht die ganze Geschichte dann hier aus. Das ist Bunker der Bauleitung RAD. So würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Das war die erste Struktur hier im Nordbereich. Also sprich auf der anderen Seite des Kanals. So, wir fahren jetzt auf einen Berg. Also wir fahren da nicht drauf, wir gehen da drauf. Und auf dem Berg, da zeige ich euch noch ein paar ganz interessante Sachen. Bis gleich. Willkommen an Struktur Nummer 2. Wir sind hier oben auf diesem Berg drauf. Und auf diesem Berg hat man sich gedacht, ja, eine Flakstellung könnte ja eigentlich ganz gut hinpassen. Ne? Erhöhte Position und so weiter. Ihr kennt das alles. Flakstern. Diese Flaksterne sind auch ähnlich wie die Rundbunker. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber wie die Rundbunker in Rheine, Osnabrück und Münster sind diese Flaksterne hier auf diesen westfälischen Bereich quasi festzulegen. Die gibt es woanders, gibt es die nämlich gar nicht. Es gibt für so Flak-Hochstände, da gibt es ja so eine Vorschrift, das ist ja irgendwie der Hochstand für leichte Flak. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Video. Der wurde deutschlandweit wohl eingesetzt, aber hier in diesem Bereich hat man eben diese Flaksterne gebaut. Warum auch immer man das so gemacht hat, ich weiß es nicht. Diese Flaksterne sind auf jeden Fall durchaus oder natürlich einiges an Material intensiver, ne, als diese anderen Teile, wo man ja nur 8 Bodenfundamente hatte. Und hier hat man ja nun mal das alles komplett mit Beton ausgelegt. Ja, das ist auf jeden Fall hier der erste von 2 hier noch vorhandenen Flaksternen. Ihr seht hier überall, die Struktur ist noch grob zu erkennen.
Das Teil ist jetzt nicht im besten Erhaltungszustand. Wurde dann mit Sicherheit auch mal gesprengt. Gehe ich stark von aus. Sonst sähe das so nicht aus. Wir gehen ja, hier vorne noch mal eben durch. Dann filme ich euch das noch mal eben kurz vom Wegesrand aus. Und dann sind wir mit der Struktur hier bei dem Flakstern dann auch durch. Ne? Viel spektakuläreres kann ich euch ja hier auch nicht bieten. Hier vorne sieht man entsprechend diese Öffnungen, ja, wo dann letzten Endes die Pfeiler nach oben gingen. Und da oben, da war dann irgendwo mal aller Wahrscheinlichkeit nach eine 2 cm Flak postiert. Gut, das war Struktur Nummer 2 hier im Nordbereich. Wir gehen jetzt hier weiter und dann kommt ihr mit zur nächsten Struktur. Struktur Nummer 3, der zweite Flakstern. Kann man hier schon mal schön erkennen. Ja, der steht mittlerweile in so einer kleinen Tannenschonung hier, aber ich glaube, die sind alle natürlich gewachsen, so eng wie die zusammenstehen. Das macht natürlich kein Forstwirt so bewusst, gehe ich auf jeden Fall nicht von aus, dass das so geschieht. Und da gucken wir uns doch mal eben an, was wir hier noch für Eindrücke haben. Die Geschichte sieht auf jeden Fall ein bisschen kompletter aus als der andere. Der andere ist auch arg gesprengt. Hier vorne, ja, guck mal hier ist das Ende. Ne? Hier sind wir die Einfüllstutzen, hätte ich bald gesagt. Ja, und dann zieht sich das hier so ein bisschen entlang. Ja gut. Es ist auch von diesem Flakstern doch gar nicht mehr so viel zu erkennen. Das müsste ja eigentlich hier vorne auch noch weitergehen. Wir müssten hier noch mal ein bisschen rumgehen können. Du kannst dich hier aber auch schön auf den Bart legen. Ja, ich guck mal eben mal hier. Die Tannenbäumchen durch. Ja, hier vorne haben wir halt, ihr seht das ja, hier ist überall noch Betonstruktur. Das geht, ne, bis hier vorne hin und hier. Also das ist kein Beton mehr, das ist ein Baumstumpf. Ja, da musste da vorne noch ein Ausläufer sein, wie ich das sehe. Und das war es dann auch. Ne? Also, die letzten Eindrücke hier, der zweite Flakstern. Und jetzt gehen wir noch mal in diese Richtung weiter. Ist auch nicht weit. Und da haben wir noch ein bisschen Bunkerstruktur. So, jetzt kommen wir hier zu einer Sache, wo ich das nicht genau sagen kann, wie und was das alles mal war. Wir sehen ja hier einen ziemlich tiefen Geländeeinschnitt. Wir kommen aus der Richtung. Da vorne ist der zweite Flakstern. Da links des Weges ist der erste Flakstern. Wenn man sich hier Aufnahmen anguckt, und die blende ich euch natürlich auch ein, dann sieht man in diesem Bereich eine Baracke stehen. Das ist jetzt aber, wie gesagt, ihr seht, wie tief das hier eingegraben ist. Also es ist durchaus möglich, dass hier in dem Bereich auch mal eine Baracke stand. Das Ganze hört da hinten dann auf. Und darüber hinweg, da kommt gleich ein Bunker. Und wenn wir bei dem Bunker sind, dann werde ich nochmal wieder auf diesen Bereich hier eingehen. Weil es kann sein, dass es eventuell hier einen Tunnel in diesem Bereich gegeben hat. Werden wir gleich noch mal eben schauen. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Bunker und dann machen wir weiter. In diese Richtung, da liegt diese ehemalige Baracke. Da oben, da kommen wir her und jetzt gehen wir hier runter. Hier vorne, da ist der Bunkereingang. Den filme ich euch sofort. Hier steht, glaube ich, auch noch irgendwie ein bisschen was zu dem Bunker, aber auch nichts. Der Bunker, dessen Eingang hier zu sehen ist, gehörte im Zweiten Weltkrieg zu einer Flugzeugabwehrstellung des Flugplatzes Achmar. So, der Rest, der da steht, ist uninteressant für uns. Mehr gibt es da auch nicht. So, jetzt gucken wir uns nämlich diesen Bunker mal an. Das ist nämlich hier eine ganz interessante Geschichte. Ich habe eine Karte bekommen. Und da sind Dinge eingetragen. Und zu diesem Bunker steht ein zweites Wort dahinter geschrieben. Da steht Tunnel und ich meine ein Fragezeichen. Also es ist eben nicht sicher. Die Sache ist folgt. Hier wurde ganz schöner Aufwand betrieben, um diesen Bunker hier einzubauen. Wir müssen nämlich mal gucken, wie viel Struktur an Beton wir da oben drüber haben. Das sind, ja, lass das gut und gerne 2 Meter sein, die wir da haben.
Das ist also wirklich, hier ist also einiges ist hier an Erde bewegt worden, um dieses Ding hier einzubauen. Es wäre natürlich jetzt taktisch schon klug, wenn man also von dem Bunker aus hier einen Tunnel bis rüber zu der Baracke gräbt. Weil man natürlich bei einem Luftangriff, wenn man von der Baracke, die da hinten liegt, die ja auch scheinbar unten lag, wenn man da also dann erst seine 7 Sachen zusammensuchen musste oder sich überhaupt da raus musste, hier hoch, rum und hier wieder runter. Das hätte natürlich alles ewig gedauert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Tunnel, Fragezeichen, dass es hier wirklich einen kleinen Tunnel nach links durch gab zu dem Barackenlager. Wissen tue ich das nicht. Ich habe darüber auch sonst nichts gefunden. Wir gucken uns jetzt mal eben hier so ein bisschen diesen Bunker an. Der ist leider auch, ob der gesprengt wurde, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist der verfüllt worden. Und guckt euch das mal an, wie weit das da nach hinten reingeht. Das ist also wirklich nicht klein, das Teil. Und ich kann auch jetzt nicht nachvollziehen. Ich mache noch mal ein bisschen mehr Licht. So, ich kann auch nicht nachvollziehen, wo hier entsprechend noch irgendwie Wege abgingen oder nicht abgingen. Das ist jetzt schwer zu sehen. Da hinten sehen wir auf jeden Fall dieses ganze Betonzeugs. Da sehen wir auch jede Menge Stahl, was da aus der Decke herausragt. Und ja, Sie sehen, was Sie sehen. Da in dem Bereich sieht es dann entsprechend so aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man hier in diesen Bunker unbedingt rein muss, dass man da noch wahnsinnige Erkenntnisse hat. Ihr seht, dass da hinten, beziehungsweise man kann nicht erkennen, dass da mal irgendwo noch was gewesen ist. Es sieht nicht so aus. Aber ihr seht auch den Füllstand hier. Hier ist wirklich einiges an Geröll reingeladen worden. Von daher müsste man das eigentlich, wenn man dem jetzt auf den Grund gehen möchte, müsste man das ganze Ding hier komplett ausschachten und beräumen. So. Und das war jetzt auch das Ende unserer Achmar-Trilogie. Wir haben also das Ende mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, ob es eventuell hier noch einen Tunnel gab oder nicht. Wenn da einer was weiß, hieb- und stichfest, vielleicht auch mit Quellenangabe, immer rein damit in die Kommentare. Wertet das Video auf und hilft auch anderen Personen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Ich danke an alle, die hier an dem Video mitgewirkt haben. Das war der Daniel, das war der Manfred, das war der Dennis, das war der Linus. Wenn ich irgendwie vergessen habe, sorry. Lasst ein Abo da, schreibt was Zielführendes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Ciao, Kakao.